Hallo meine lieben Freunde, willkommen zu Michael Grant Klartext. Heute bleibe ich bei dem Thema Polen und Zweiter Weltkrieg. Heute geht es um den Danziger Korridor und um eine Aussage von Hermann Göring im Nürnberger Tribunal, die eigentlich in unseren Geschichtsbüchern keinen Platz findet. Und immer wenn etwas verschwiegen wird von unseren, ich sage einfach im Klartext, Nestbeschmutzer-Historikern, immer wenn was verschwiegen wird und nicht zitiert wird, dann ist es für mich interessant. Also freut euch. Doch zunächst, der polnische Korridor, zeitgenössisch auch Danziger Korridor oder Weichsel-Korridor genannt, war ein vormals preußischer Landstreifen zwischen Pommern im Westen und dem Unterlauf der Weichsel im Osten. Der Korridor trennte von 1920 bis zum September 1939 Ostpreußen vom Deutschen Reich ab und war keine politisch-historische Einheit. Zwischen dem Polen in Versailles zuerkannten Küstenabschnitt und der deutsch-russischen Grenze von 1914 lagen auch der größte Teil der bisherigen Provinz Westpreußen, aus dem übrigens meine Großeltern kommen, und die beim Deutschen Reich verbliebenen westlichen Streifen Posens, die zur Grenzmark Posen-Westpreußen vereinigt wurden. Der polnische Korridor war geografisch gesehen ein Zerschneidungskorridor durch das Deutsche Reich. Das Konstrukt gehörte zum 14-Punkte-Programm von US-Präsident Woodrow Wilson bei den Verhandlungen in Versailles. Dazu wurden deutsche Delegierte gleich gar nicht zugelassen und mussten den verheerenden Ergebnissen unter Erpressung und Druck lediglich zustimmen. Alles darüber habe ich ausführlich in Adolf Hitler, eine Korrektur, Band 1 beschrieben. Die Übernahme der abgetrennten Gebiete durch Polen fand mit dem Inkrafttreten des Vertrages vom 20. Januar 1920 statt. Im Versailler Vertrag wurde lediglich vereinbart, dass Polen den ungehinderten Bahn-, Schiffs-, Post-, Telefon- und Telegrafenverkehr durch den Korridor sicherstellen müsse. Trotz allem erstreckten sich die von Hitler erteilten außenpolitischen Richtlinien lediglich auf die Rückgliederung Danzigs und auf die Schaffung einer exterritorialen Straße durch den Korridor, um damit eine direkte Landverbindung mit Ostpreußen herzustellen. Diese Forderung war in Hitlers Augen ebenso geschichtlich berechtigt wie die Lösung durch die vorangegangenen Anschlüsse deutsch besiedelter Gebiete. Das Statut der rein deutschen Stadt Danzig, das durch den Versailler Vertrag im Zuge der Errichtung eines polnischen Staates geschaffen worden war, hatte stets Anlass zu Reibungen zwischen Deutschland und Polen gegeben. Polen hatte diese Lösung in Versailles mit der Begründung, dass es einen Zugang zum Meer brauche, erreicht. Aus den gleichen Gründen war der Korridor entgegen allen ethnologischen Bedürfnissen geschaffen worden. Schon der französische Ministerpräsident Georges Clemenceau, also wahrlich kein Deutsch-Freund, sondern eher ein deutschen Hasser, der, wie gesagt, kein Freund der Deutschen war, hatte in einem Memorandum auf die Gefahrenquelle dieser künstlichen Schöpfung hingewiesen, insbesondere darauf, dass die in diesem Gebiet vereinten Völker durch lange Jahre bitterer Feindschaft getrennt gewesen seien. Es war unschwer vorauszusehen, dass als Folgen dieser Tatsache nicht nur laufend Beschwerden über polnische Verstöße gegen das Minderheitenabkommen, den Völkerbund und den Internationalen Gerichtshof in Den Haag beschäftigten. Der gleiche Ursache entsprangen auch die im größten Stile durchgeführten Enteignungen deutscher Grundbesitzes bis zu 1 Million Hektar und Ausweisungen von weit über 1 Million Deutscher im Laufe von 20 Jahren. Auch darüber werde ich noch extra Videos machen. Nicht umsonst hatte auch Lord de Abanon, der ehemalige britische Botschafter in Berlin, von dem Danzig-Korridor-Problem als dem Pulvermagazin Europas gesprochen.
Wenn eine Lösung dieser Fragen unter Anerkennung des polnischen Anspruchs auf Aufrechterhaltung eines Zugangs zum Meer angestrebt wurde, so war dieses Bestreben ebenso vernünftig wie historisch begründet, also von deutscher Seite aus. Hermann Göring wurde in Nürnberg ebenfalls zum polnischen Korridor befragt. Ich verlese einen Teil seiner Zeugenaussage, die heute so keinen Einzug in keinem Schulbuch natürlich und in den meisten Geschichtsbüchern nicht zu finden ist. Ich zitiere: Dr. Stammer war der Verteidiger von Hermann Göring. Dr. Stammer sagte: In der Zeit von 1935 bis 1938 haben Sie wiederholt Staatsbesuche in Polen gemacht. Zu welchem Zweck erfolgten diese Besuche? Göring: Nach der Klärung des Verhältnisses Deutschland-Polen 1934 wünschte der Führer eine Untermauerung dieses damaligen Abkommens und die Schaffung einer persönlich besseren Atmosphäre. Er bat mich, diese Aufgabe zu übernehmen, und zwar deshalb, weil er glaubte, dass ich mit den polnischen Herren leicht ins Gespräch kommen könnte, was auch der Fall war. Der Staatspräsident hatte mich eingeladen, das war 1935, und von da ab 1935, 36, 37 war ich jedes Jahr 1 bis 2 Wochen in Polen. Ich hatte eine lange Unterredung mit dem damaligen Marschall Pilsudski und später stets mit dem Außenminister von Marschall Rydz-Śmigły. Der Führer hatte damals mir als ernsten Auftrag, nicht als Täuschungsauftrag gegeben, neben einer fortlaufenden Besserung der Beziehungen Polen zu sagen, dass er an einem starken Polen interessiert sei. Und zwar deshalb, weil ein starkes Polen zwischen Deutschland und Russland eine gute Barriere darstellen würde. Die Lösung der Danzig- und Korridorfrage hat der Führer mir gegenüber auch damals betont, dass bei Gelegenheit kommen würde, dass die Gelegenheit kommen würde oder dass eben bis dahin sich irgendeine Gelegenheit geben würde, mit Polen hierbei zu einer Absprache zu kommen. Es spielte das litauische Problem da hinein und jedenfalls, das ist das Entscheidende, er hat nicht gesagt, lullen Sie Polen ein, ich beabsichtige dann über Polen herzufallen, wie überhaupt es nicht so war, dass von Anfang an, wie hier mal dargestellt wurde, wir zusammensaßen und verschwörend nun für die ganzen nächsten Jahrzehnte diesen Punkt, diese Absichten festlegten, sondern es ergab sich das Ganze aus dem Spiel der politischen Kräfte, der Interessen, wie das überall in der ganzen Welt in der Staatspolitik immer gewesen ist. Ich hatte diesen Auftrag und habe bewusst diesen Auftrag ernst genommen, um ehrlichen Glaubens durchgeführt. Er war für mich deshalb, als es nachher zum Zusammenstoß mit Polen kam, eine nicht sehr erfreuliche Situation. Dr. Stammer: Wie war Ihre Stellung zu der Frage Danzig-polnischer Korridor? Göring antwortete: Diese meine Stellung war immer eindeutig und klar, dass Danzig und der Freistaat als rein deutsches Gebiet in irgendeinem absehbaren Zeitpunkt wieder zu Deutschland zurück sollten. Andererseits wurden von uns durchaus anerkannt, dass Polen einen Zugang zum Meer haben müsse und auch einen Hafen. Und es war deshalb der erste Gedanke der Danzig und den Freistaat zurück und durch den polnischen Korridor einen deutschen Verkehrskorridor. Das war die mindeste und bescheidenste Forderung, die lange Zeit als die absolut notwendige gelaufen ist, und sie erschien auch durchaus tragbar. Nun waren in diesem Gebiet, also jenes, das in Versailles den Polen übertragen wurde, im Verlauf der Jahre weit über 1 Million Deutsche, die früher dort gewohnt hatten, dort Besitz hatten, vor allen Dingen landwirtschaftliche Bauernhöfe, Güter etc. vertrieben, ausgewiesen und enteignet worden. Das geht hervor aus den vielen Beschwerden, die im Laufe der Jahre 1919 an den Völkerbund in dieser Richtung gegangen sind, und ein Studium dieser ganzen Beschwerden und dieser ganzen dort eingerichteten Vorkommnisse, die ja in den Archiven in Genf heute noch sein müssten, wird bestätigen, in welch gewaltigem Umfang damals die Polonisierung dieser deutschen Gebiete
vor sich gehen. Zitat Ende. Die brutale Polonisierung der ehemals deutschen Gebiete wird in der deutschen Historie also tabuisiert. Auch die Aussage von Göring über den polnischen Korridor, dass Hitler zunächst eine friedliche Lösung anstrebte und sogar ein starkes Polen wollte als Puffer gegen die Sowjetunion. Alles darüber, über die Aufdeckung von Geschichtslügen und die Quellen, findet ihr in meinen Büchern. Also die Quellen haben manchmal über 100 Seiten, da könnt ihr alles lesen. In diesen beiden Büchern, Band 3 und Band 4 von Adolf Hitler, eine Korrektur, findet ihr die Vorgeschichte zum Krieg und alles über den Polenfeldzug. Ihr könnt auch meinen kostenlosen Newsletter www.michaelgrant.de abonnieren. Jede Woche ein neues Thema, mehr aktuell in meinen Newslettern, weil ich ja in den Videos, wie ihr es euch gewünscht habt, mehr zeitgeschichtliche Themen anspreche. Ich wünsche euch alles Gute, bis zum nächsten Mal, euer Michael Grant.